Ja, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gamersgear und heute möchte ich euch mal zeigen und so ein bisschen erklären, was braucht man denn, um Streamer zu werden, was ist für Hardware notwendig, was braucht man noch, um wirklich eine gute Streamqualität hervorzuheben, denn wenn man anfängt mit Stream, braucht man schon eine ordentliche Qualität, weil es wirklich aktuell sehr viele Streamer am Markt gibt und da möchte ich euch heute mal ein paar Tipps geben, was man alles beachten muss. Als allererstes möchte ich euch mal so eine kleine Auflistung geben, was man denn alles braucht, um dann wirklich im nächsten Schritt explizit darauf einzugehen. Also was wir unbedingt brauchen, ist natürlich auch einen PC und eine geeignete Streaming-Software dazu. Man braucht definitiv gutes Internet, ein gutes Mikrofon, eine gute Webcam, optional dann einen zweiten Monitor. Warum? Erkläre ich euch gleich nochmal und nochmal optional vielleicht eine Capture Card, wenn ihr über Konsole streamen wollt oder beziehungsweise von Konsole auf PC. Als allererstes brauchen wir natürlich wirklich einen sehr, sehr starken oder ich sag mal eine Mittelklasse PC, damit wir überhaupt die nötige Hardware-Anforderung haben, um richtig streamen zu können. Ist natürlich von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Was möchte man natürlich für Games streamen? Gibt natürlich Spiele, die sind wesentlich anspruchsvoller als andere und da muss man natürlich schauen, dass man auch einen richtigen PC hat. Da empfehle ich euch einen PC, der mindestens 8 GB Arbeitsspeicher hat. Empfohlen natürlich 16 GB Arbeitsspeicher, eine ordentliche aktuelle Grafikkarte mit 4 GB Videospeicher, natürlich mehr ist immer besser und natürlich auch den CPU, den wir brauchen, sollte auch ein sehr, sehr starker CPU sein, zum Beispiel einen AMD Ryzen mit 3,0 GHz oder mehr oder einen Intel Core i5 mit 3 GHz. Das sind so, ich sag mal, grobe Eckdaten, die ihr beachten sollt, damit auch wirklich der Stream flüssig läuft und ihr auch dann noch flüssig spielen könnt. Weil wenn man auf eins von beiden verzichten muss, also Streamqualität oder FPS im Spiel, ist das natürlich immer suboptimal. Dann braucht ihr, wie schon angesprochen, natürlich auch eine Streaming-Software, um euer Bild sozusagen ins Internet zu projizieren. Und da gibt es kostenlose Varianten und natürlich auch Varianten, die kosten. Dazu zählen natürlich XSplit, was man dann bezahlen muss. Aber die beste kostenfreie Alternative ist natürlich OBS, Open Broadcaster Software. Gibt es aktuell zum freien Download. Link steht auch in der Videobeschreibung. Da habt ihr auch die Möglichkeit, dann eure Videos, eure Let's Plays aufzunehmen oder wie gesagt über die Software zu streamen. Nutze ich selber auch, ist wirklich ein sehr, sehr gutes Programm. Dann natürlich brauchst du auch eine gute Internetleitung, denn ohne den vernünftigen Upload kriegst du auch kein ordentliches Bild hin. Deswegen empfehle ich dir einen Upload von mindestens 7 MB, um wirklich ordentlich streamen zu können und dann auch die FPS im Spiel niedrig zu halten, weil sonst, wenn du weniger Upload hast, ist natürlich die Qualität schlechter und dann steigt auch die FPS im Spiel, weil einfach der ganze Upload benutzt wird, um ins Internet zu streamen. Von daher, wenn du gutes Internet hast, dann sehr gut. Optional ist natürlich jetzt, was ich angesprochen habe, ein zweiter Monitor wirklich sehr, sehr wichtig, denn du möchtest natürlich deinen Twitch-Chat zum Beispiel oder wo auch immer, auf welcher Plattform du streamst, möchtest du den Chat offen haben, musst dazu nicht auf andere Geräte gucken, hast direkt den zweiten Monitor, kannst da drauf gucken, siehst auch, was im OBS passiert, denn du hast ja eine Vorschau, was gerade abläuft, welche Szene du aktiviert hast, wie deine Webcam aussieht und so weiter. Das hast du dann alles auf einem zweiten Monitor, wo du einfach mal ganz kurz rüber gucken kannst, checken kannst und mit dem Chat natürlich dann auch interagieren kannst. Von daher, zweiter Monitor ist ganz gut, aber ist wie gesagt optional. Ich persönlich mache das auch über mein Tablet, habe da meinen Chat offen und so weiter und mir reicht es. Was wichtig ist, um auch dann die Streamqualität noch mal ein bisschen zu boosten, ist ein ordentliches Mikrofon. Es gibt einige Headset-Mikrofone, die wirklich sehr, sehr gut sind, die auch einen klaren Sound haben, eine klare Tonqualität übermitteln, aber ein extra Mikrofon, ein Kondensatormikrofon ist natürlich immer wesentlich besser, weil du das noch mehr einstellen kannst. Ich habe hier jetzt aktuell das Audio-Technica ATR 2500, ist ein sehr, sehr gutes Mikrofon. Link dazu steht auch unten in der Videobeschreibung. Und so ein Mikrofon ist natürlich wichtig, dass du ordentliche Klangqualität rüberbringst, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du als Zuschauer dann irgendwo immer Knacksen hörst, ein Kratzen hörst, derjenige, der streamt, übersteuert, und das will man natürlich vermeiden, und deswegen ist so ein extra Mikrofon wirklich essentiell.
Einher mit der Mikrofonqualität geht natürlich auch die Bildqualität und da ist natürlich wichtig, dass man eine Webcam hat. Denn es gibt nichts Schöneres, als wenn man bei irgendwelchen Horror-Games oder so die Emotionen des Streamers sieht oder natürlich bei irgendwelchen coolen Aktionen in Shooter-Games oder MMOs, wenn man mal coole Plays gemacht hat. Und das steigert natürlich auch nochmal den Entertainment-Faktor des Streams und du hast die Möglichkeit, dir ein Bild von der Person zu machen. Ne? Wer streamt da gerade? Was ist das für eine Person? Wie ist er charakterlich? Und wie kann man kann halt auch viel mehr mit dem Chat dann auch emotionaler interagieren. Und das findet man als Zuschauer immer richtig klasse. Ja, und wie schon angesprochen, optional dann auch die Capture Card. Wenn man jetzt von Konsole dann auf Twitch beispielsweise streamen möchte oder YouTube oder Facebook Gaming oder was es nicht alles für Plattformen gibt, da musst du natürlich schauen, es gibt Konsolen, die können von sich aus streamen, aber da ist die Streamqualität wirklich nicht so gut. Und von daher gibt es diese Capture Cards, um das Bild dann auf den PC zu bringen, um dann richtig mit ordentlicher Qualität das Bild auch über den PC ins Internet zu bringen und dann auf den verschiedenen Streaming-Plattformen zu streamen. Eine Capture Card ist leider nicht gerade günstig, aber ja, wer von Konsole streamen möchte, der muss wirklich dann in den sauren Apfel beißen und sich dann für Geld noch eine Capture Card kaufen. Ja, und wenn du dann wirklich alles vor dir hast, du hast eine Webcam, du hast ein Mikrofon, dein PC ist ordentlich ausgestattet, du hast natürlich auch eine gute Internetleistung, dann kann man anfangen, das OBS einzurichten, für Streaming fertig zu machen und das möchte ich dir auch nochmal zeigen, was du im OBS alles machen kannst und wie du dann loslegen kannst und live gehst. So, wir sind jetzt hier im OBS und als allererstes ist es natürlich wichtig, dass wir unsere ganzen Szenen hinzufügen. Wir haben hier natürlich verschiedene Audioquellen, die wir auch brauchen. Desktop-Audio stelle ich jetzt mal auf, gehe ich auf Eigenschaften und stelle mir mein Gerät ein, womit ich dann meinen Sound abhöre. Jetzt beispielsweise über das USB-Mikrofon. Dann natürlich das Mikrofon, wie ihr seht, schlägt schon aus. Haben wir die Möglichkeit hier verschiedene Mikrofone auszuwählen von der Webcam oder jetzt von dem Mikrofon, was ich brauche, so dass wir dann auch die ordentliche Qualität haben. Hier haben wir links die verschiedenen Szenen, das heißt, man kann verschiedene Szenen für verschiedene Spiele einstellen. Wir haben jetzt einfach mal eine Szene, Szene 2, haben hier die Bildschirmaufnahme, dass ihr auch meinen Bildschirm seht, möchten aber natürlich die Webcam hinzufügen. Zack. Klicken wir hier auf existierende hinzufügen oder wir erstellen einfach neu, nennen das Ganze dann Webcam. Okay, der Name wird bereits verwendet, ist klar, weil ich das schon existiert habe, deswegen klicke ich jetzt auch hier hin und dann habt ihr die Möglichkeit, die Webcam auszuwählen, zack, und da bin ich. Dann könnt ihr hier natürlich die Webcam so verschieben, wie ihr das gerne hättet, wo ihr die Webcam gerne hinsetzen möchtet. Was wir natürlich auch brauchen, ist eine Spielaufnahme. Da habe ich hier schon mal ein paar Spielaufnahmen, die ich jetzt beispielsweise für Streaming brauche. Wenn wir jetzt eine neue Spielaufnahme kreieren, klicken wir auf OK und können hier auswählen, beliebige Vollbildanwendungen erfassen. Das heißt, immer wenn ihr ein Spiel jetzt auf Fullscreen habt, wird das erkannt und die Spielaufnahme wird dann hier auch angezeigt. Und was brauchen wir noch? Das war es im Prinzip. Ne? Wir haben unsere Webcam, wir haben das Spiel, dann können wir das Spiel einfach starten, was wir gerne spielen möchten. Und dann fehlt eigentlich nur noch die Einstellung und die Verbindung mit deinem Streaming-Anbieter. Da kannst du hier auf Stream gehen. Ich habe jetzt hier die Plattform Twitch. Dann kannst du hier den Server automatisch auswählen. Dann wirst du dann nochmal gefragt, das ist jetzt bei mir schon alles eingestellt, dann wirst du noch gefragt, wie dein Streaming-Schlüssel ist. Das wird, wenn du dich hier mit Twitch anmeldest bei OBS, ist das automatisch drin, brauchst du nicht mehr viel machen. Bei der Ausgabe musst du dann schauen, welchen Codec möchtest du verwenden. Das kann ich jetzt hier nicht umstellen, weil ja die Aufnahme läuft. Ich habe jetzt hier den Nvidia NVENC Codec, das ist aktuell, sage ich mal, der beste Codec, ist CPU entlassen, weil du über die Grafikkarte streamst und somit hast du einfach mehr Performance der Spiele in-game, weil das Spiel nimmt einfach ziemlich viel CPU-Leistung in Anspruch und ich streame jetzt hier mit einer Bitrate von 6000 Kilobit pro Sekunde. Das sind ungefähr 6 MB Upload, die es von meinem Internet wegnimmt. Und ja, falls ihr nicht wisst, wie viel Upload ihr habt, könnt ihr das auch gerne testen über die Internetseite speedtest.net. Da einfach mal durchlaufen lassen und dann wisst ihr ganz genau,
wie viel Upload ihr habt. Ansonsten könnt ihr die Ausgabe auch noch umskalieren. Wenn die Leistung eures PCs nicht ausreicht, könnt ihr dann natürlich die Qualität des Streams noch mal ein bisschen runternehmen. Ist natürlich auch sehr wichtig, wenn ihr auch geringen Upload habt, dass ihr einfach die Qualität ein bisschen runternimmt und dann ist das alles gegessen. Audio könnt ihr dann einstellen, was ihr denn für Geräte dann auch verwendet. Ich habe das ja euch gezeigt über über Desktop Audio hier und über das Mic, über das kleine Zahnrädel und Eigenschaften, aber ihr könnt das natürlich auch in den Einstellungen noch über Audio einstellen und fertig. Video ist natürlich ganz interessant. Jetzt wenn ihr streamt, könnt ihr hier nochmal die Ausgabe umskalieren. Da müsst ihr das nicht unbedingt in der Ausgabe hier direkt einstellen. Da ist das übergreifend für Stream und für eure Videoaufnahmen. Dann natürlich ein Skalierungsfilter. Wenn ihr den Skalierungsfilter hochschraubt, müsst ihr natürlich damit rechnen, dass das mehr Performance in Anspruch nimmt, aber dann natürlich sehr, sehr unscharf ist. Video abspielen ist aktuell mit 60 FPS, über 60 FPS streamen ist wirklich das A und O. Hat man einfach ein sehr flüssiges Bild. Mit 30 FPS kann ich euch nicht empfehlen. Sieht dann einfach nicht gut aus und macht halt auch die Streaming-Experience für die Zuschauer kaputt. Ansonsten Hotkeys sind ganz interessant. Falls ihr Makrotasten habt, da könnt ihr eure Szenen wechseln. Müsst ihr euch mal durchklicken hier. Und auf Erweitert habt ihr dann noch ein paar Einstellungen, die jetzt für mich uninteressant sind. Also diejenigen, die sich ein bisschen damit beschäftigen, die haben da vielleicht ein bisschen mehr Plan. Aber jetzt, um das allgemein mal zusammenzufassen und das euch zu zeigen, reicht das vollkommen aus. Also mehr ist es dann im Endeffekt nicht. Ihr drückt dann einfach hier nur auf Stream starten und los geht's. Dann seid ihr live, könnt zocken, mit dem Chat interagieren und fertig. Und ja, das ist auf alle Fälle kein Hexenwerk. Das geht relativ schnell, das Ganze zu konfigurieren. Und ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen helfen. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ihr könnt mich natürlich auch live auf Twitch erleben. Unter twitch.tv/dansen steht auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, ja, wie gesagt, lasst mal Feedback da. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und noch ein bisschen geholfen. Ansonsten Abo da lassen, wenn es euch gefallen hat, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und tschüss.